Wusstest du, dass du Steuern sparen kannst, wenn du zum Beispiel deinen Ehepartner anstellst? Wie das genau funktioniert und wann das Sinn ergibt, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und meine Frau ist selbstständig und ich bin selbstständig und wir helfen uns auch untereinander immer mal wieder bei unserer Selbstständigkeit. Das geht vielen Menschen so, die quasi auch in einer Ehe leben, wo der Ehepartner auch selbstständig ist. Man hilft sich halt einfach. Was man aber selten macht, ist, dass man für diese Arbeit Geld bezahlt. Also wer zahlt ein Gehalt an den Ehepartner, wenn es mal darum geht, Unterlagen zu sortieren oder E-Mail zu beantworten oder die Webseite zu pflegen? Macht man in der Regel nicht. Das kann steuerlich aber durchaus Sinn ergeben. Denn wenn wir uns mal die Nebenkosten für so einen Minijob beispielsweise anschauen, sind diese Lohnnebenkosten dieses Minijobs häufiger niedriger als der eigentliche individuelle Steuersatz. Der Vorteil ist, wenn du ein Gehalt zahlst, dann kannst du diese Gehaltszahlung und auch die Lohnnebenkosten als Betriebsausgabe absetzen und du reduzierst damit deinen Gewinn und damit deine Steuerlast. Dadurch kannst du durch die Anstellung deines Ehepartners Steuern sparen. Das wirklich Spannende an diesem Modell ist, dass das Einkommen aus einem Minijob nicht mehr in der privaten Einkommensteuererklärung angegeben werden muss. Das heißt, wenn du deinem Ehepartner ein Gehalt bezahlst, kannst du diese Kosten in deiner Buchhaltung berücksichtigen und sparst dadurch Steuern, aber das Einkommen muss auf Seiten deines Ehepartners nicht mehr zusätzlich im Rahmen der Einkommensteuererklärung versteuert werden, weil es dafür pauschale Abgaben gibt. Übrigens darf jeder einen Minijob haben. Oder genauer gesagt, jeder darf auch mehrere Minijobs haben, aber darf nicht mehr als 450 € insgesamt mit Minijobs verdienen. Damit das Ganze funktioniert, braucht ihr allerdings einen richtigen Arbeitsvertrag. Die ganzen arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen und die ganze Versteuerung und Sozialversicherung müssen genauso abgeführt und angemeldet werden, wie du es machen würdest, wenn du einen fremden Dritten anstellen würdest. Das Spannende an einem Minijob ist, dass man die Sozialversicherung und die Steuern, das heißt die Lohnnebenkosten, pauschal bezahlt und nicht abhängig nach dem individuellen persönlichen Steuersatz des Angestellten. Das führt dazu, dass du an die Bundesknappschaft zwischen 20 und 30% Lohnnebenkosten zahlen musst. Und das ist abhängig von der Versicherungsart des Angestellten. Dieses Einkommen muss dein Ehepartner gar nicht mehr in der persönlichen Einkommensteuererklärung angeben. Mit Sicherheit fragst du dich jetzt, ob das Ganze auch für dich Sinn ergibt. Um das zu beantworten, brauchst du zwei Zahlen, die du berechnen solltest. Die erste Zahl ist dein Spitzensteuersatz. Wenn du nicht genau weißt, was der Unterschied zwischen Durchschnittssteuersatz und Spitzensteuersatz ist und wie sich das genau berechnet, dann schau dir einmal dieses Video, was ich dir hier oben rechts verlinke, an. Da gehe ich ganz im Detail auf diese Thematik ein. An dieser Stelle ist nur wichtig, dass du weißt, du brauchst deinen Spitzensteuersatz, denn diese zusätzlichen Betriebsausgaben reduzieren ja deinen Gewinn und die reduzieren den Gewinn quasi von oben. Das heißt, du zahlst einen Spitzensteuersatz weniger. Unter diesem Video verlinke ich dir einmal einen Rechner, mit dem du deinen persönlichen Spitzensteuersatz ausrechnen kannst. Den zweiten Wert, den du brauchst, ist die Höhe der pauschalen Abgabe für den Minijob. Dafür verlinke ich dir auch mal einen zweiten Rechner unten in der Videobeschreibung. Das heißt, trag da mal alle Daten ein für die geplante Anstellung. Immer wenn die pauschale Abgabe für den Minijob niedriger ist als dein Spitzensteuersatz, dann ergibt zumindest steuerlich gesehen so eine Anstellung und so ein Minijob Sinn. Schauen wir uns das Ganze vielleicht mal anhand eines Beispiels an. Ich brauche in meiner Selbstständigkeit regelmäßig Hilfe und meine Frau hilft mir aus. Und dafür würde ich ihr gerne ein Gehalt zahlen, und zwar von 450 € im Monat. Das Ganze melde ich als Minijob bei der Knappschaft an. Die Lohnnebenkosten, die dadurch entstehen für Sozialversicherung und Steuern und so weiter, betragen 20%. Das heißt, ich habe im Monat 540 € an Lohnkosten und Lohnnebenkosten. Das sind pro Jahr insgesamt 6.480 €. Das heißt, insgesamt pro Jahr muss ich 6.480 € weniger selbst versteuern. Gehe ich mal davon aus, dass mein persönlicher Spitzensteuersatz 40% sind, dann würde ich ohne dieses Anstellungsverhältnis dieses Geld ja versteuern müssen. Das sind dann 40% von 6.480 € sind 2.592 €. Das heißt, 2.592 € müsste ich an Steuern zahlen, die ich jetzt nicht mehr zahlen muss, weil ich diese Kosten in meiner Buchhaltung habe. Natürlich spare ich jetzt nicht diesen Betrag an Steuern, weil ich habe ja jetzt im Rahmen des Anstellungsverhältnisses Lohnnebenkosten, die ich zahlen muss, und zwar in Höhe von 20%. Die bekommt die Bundesknappschaft jedes Jahr von mir. Nicht das Finanzamt, aber die Bundesknappschaft. Insgesamt ist die Abgabenlast also niedriger, als wenn ich dieses Geld versteuern würde. Und dadurch ergibt dieses Anstellungsverhältnis für mich steuerlich absolut Sinn.
Was bei diesem ganzen Steuertipp zusätzlich interessant ist, dass du deinem Ehepartner natürlich auch Arbeitsequipment zur Verfügung stellen kannst, die du auch jedem anderen Arbeitnehmer zur Verfügung stellen würdest. Wenn dein Ehepartner beispielsweise ein Handy, ein Laptop oder ein Auto braucht für die Arbeit, dann kannst du für diese Arbeit selbstverständlich das auch zur Verfügung stellen, und die Ausgaben für das Handy, für den Laptop oder für das Auto kannst du dann ganz normal als Betriebsausgabe laufen lassen und genau so behandeln, als wenn es sich um einen fremden Mitarbeiter handeln würde. Ich hoffe, das Video hilft dir dabei, weniger Steuern zu zahlen. Wenn du auf der Suche bist nach einem Steuerberater und du bist Freiberufler oder Selbstständiger und brauchst einen besonders digitalen Steuerberater, dann sind wir eventuell der richtige Steuerberater für dich. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Außerdem solltest du dir unbedingt mal unsere Community anschauen. Alle Informationen dazu erfährst du in diesem Video, oder schau dir einfach einen unserer weiteren Steuertipps an. Das kannst du zum Beispiel hier machen. Und das macht das Ganze so interessant. Stimmt.